Heute üben wir gemeinsam, dass du auch nach oben zum C3 spielen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamm Trompetentraining. Heute steht auf dem Programm Höhentraining, und zwar Höhentraining, wie du trainieren kannst, bis zum C3 zu spielen. Das heißt, wir gehen nicht drüber hinaus, aber als Ziel, als Fokus setzen wir uns hier heute das C3. Solltest du diese Übungen nicht bis in diese Höhenlage schaffen, dann drück einfach auf Pause und üb erstmal eine Woche, zum Beispiel bis zum G, bis zum A, bis zum H, eben deine individuelle Höhe. Gib der ganzen Sache etwas Zeit und danach gehst du eben einen Schritt weiter und erklimmst den nächsten Hügel, eben den nächsten Ton nach oben. Wir starten wieder beim G1 und spielen eine kleine Ausweichnote Fis G und gehen dann nach oben. Welche Übungen wir genau spielen, das siehst du hier unten in dieser Einblendung. Das heißt, wir starten auf dem G und ich spiele vor. Jawohl, natürlich kannst du die Übungen auch insgesamt schneller spielen. Das heißt, dass du früher nach oben kommst, damit eben die Luft auch über die ganze Übung reicht. Idealerweise spielen wir diese immer auf einen Atemzug. Das heißt, du kannst dementsprechend auch das Tempo anpassen. Ich habe es jetzt in Tempo gleichbleibend gemacht, damit du eben ganz genau realisieren kannst, welcher Ton wann gespielt wird. Und wenn es zu schnell sein würde, würde eventuell der ein oder andere Ton untergehen, dementsprechend auch das etwas langsamere Tempo. Das war die erste Übung. Wir nehmen gleich eine zweite Übung und zwar spielen wir wieder von unten nach oben, starten jetzt aber schon auf dem C2 bis zum C3, dann ist die Strecke etwas kürzer und wir brauchen nicht zu viel Kraft, bis wir endlich oben ankommen, sondern wir starten gleich eine Quarte höher auf dem C2. Das heißt, ich spiele wieder vor und du spielst wieder nach, deswegen auch die Pausen zwischen den einzelnen Sets. Los geht's!
Jawohl, jetzt hast du es auch geschafft. Wie gesagt, ganz am Anfang des Videos erwähnt, solltest du nicht bis zum C nach oben kommen, dann üb erstmal diese Tonleiterstrecke anhand von dieser zweiten Übung bis zu dem Ton, den du eben gut erreichst. Wichtig ist immer, lass die Luft fließen. Geh nicht in den Hals eng oder sonst irgendwie drücken und so weiter und so fort. Versuch immer die Lösung erstmal in der Luft zu finden. Natürlich brauchen wir oben etwas Spannung, damit eben der Ton auch hält, beziehungsweise die Frequenz zustande kommt, das ist ganz klar. Aber wir drücken uns nicht tot, das heißt, wir machen immer viel Luftführung. Eine kleine Zwischenübung, die kann man immer ganz gut machen. Mach das Mundstück von der Trompete ab, mach die Wasserklappe auf und Luft ins Instrument geben. Wichtig dabei, nicht die Luft volle Kanne reinpressen, sondern fließen lassen. Also ganz natürlich, so wie du es auch dann auf die Übung letztendlich übertragen kannst. Wir gehen weiter zur nächsten Übung. Wir starten etwas tiefer und wir kümmern uns um Dreiklänge. Das heißt, wenn wir oben das C erreichen wollen, ist der einfachste Dreiklang dafür natürlich der C-Dur-Dreiklang. Ich lasse dir auch immer zwischen den Sets etwas Zeit, damit wir eben oben den Ton dann gemeinsam erreichen können. Das heißt, wir spielen jetzt dreiklangsartig, beginnend auf dem C1. Du siehst dann anhand der Einblendung bzw. anhand von meinen Fingern oder deinem Gehör, welche Töne jetzt drankommen. Also nur damit alles klar ist und die Basis stimmt, der C-Dur-Dreiklang besteht aus den Tönen C, E, G und dementsprechend eben wieder ein C. Und so geht es nach oben, bis wir eben das C erreicht haben. Los geht's. Und nochmal. Jawohl, also auch anhand von Dreiklängen können wir letztendlich unser Tonraum nach oben erweitern. Wieso dienen Dreiklänge dazu eigentlich ganz gut oder wieso kann man die ganz gut dafür benutzen? Dur-Dreiklänge hat man unglaublich gut im Ohr. Und dementsprechend wissen wir ganz genau, wo dann diese reine Quarte am Schluss eben hin muss. Das heißt, wir haben erstmal diese große Terz, ne, CE, dann die kleine Terz, EG und dann vom G zum C nach oben dann dementsprechend immer diese Quarte, diese reine. Und die haben wir einfach in unserem westlichen Ohr einbetoniert, die hört man einfach immer. Diese Übungen kannst du benutzen, um dein Höhentraining bis zum C3 auszubauen bzw. dein Training noch weiter zu erweitern, eben um diese Übungen, damit du ein großes Portfolio an Übungen hast. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr, aber da gehen wir in einem anderen Video drauf ein. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg beim Training, damit auch du oben das C3 gut erreichst und auch sauber spielen kannst zu jeder Zeit. Jetzt am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.